Herzlich willkommen zurück, meine Snooze-Freunde, und willkommen zu einem neuen Review. Und diesmal geht es wieder um einen Snooze aus dem Hause Fiedler und Lundgren, und zwar um den erst wahrscheinlich kürzlich releaseden Granit Slim White Extra Strong. Viel Spaß! Hallo liebe Snooze-Freunde und willkommen bei snoozefreak.com. Das war der Salzburger Snoozer, beziehungsweise ist der Salzburger Snoozer. Und ich bin Uwe und wir beide haben heute den neuen Slim White Granit Extra Strong Rich Tobacco Taste topped with Natural Bergamot. Den haben wir heute für euch dabei. Und achso, die Dosen von müssen wir uns jetzt anschauen. Das, holen wir uns doch mal die Kamera her. Ja. Granit Slim White mit dem schönen, wie würde man sagen, schwarz-rauchigen Hintergrund, hier im schlichten Design gehalten, wie man es auch von den anderen Granit Sensations heißt, weil so heißt diese Serie, hatte ich auch schon in meinem Review. Extra Strong mit Bergamot, getoppt mit Bergamot, auf der Seite schwedische Warnhinweise, wie immer, leider. Extra Strong, Slim White. Ja, hier auch wieder dasselbe, was oben steht. Von dem Portion. Catchlit. Haben wir fast vergessen. Catchlit macht fast den Anschein, dass es ein Flexlit ist, aber nein, hier ist es definitiv enttäuschend. Kein Catchlit hier. Also Menus-Boat Fiedler Lundgren. Portions, ich würde fast sagen, sie kommen gut, aber ich glaube, es sind 0,8 bis 0,9 Milligramm an Snooze. So, ich mache jetzt einfach mal den Geruchstest. Ja, hier hat man diesen, ich würde mal sagen, Generalähnlich, ziemlich generalähnlich. Also leichter Touch von General, getoppt mit Bergamot. Also wundert mich direkt eigentlich. Mhm. Also Und man hat ja auch noch einen Hauch von, ich würde mal sagen, Fichtennadel. Probieren wir. ja, Lundgrens typische Fichtennadel im Hintergrund. Tabak, würde ich sagen, kommt nach dem Geschmack. Aber beim Riechen schwer raus. Kleine Nebeninfo. Wir haben es noch nicht erwähnt, dieser Snooze hat 15 Milligramm pro Gramm an Nikotin, also ich glaube 16 Milligramm ist die normale Strong Portion, das ist das Doppelte von, also 15 Milligramm, also sollte auszuhalten sein für die normalen Snooze-User. Ja. Und da können wir auch schon gleich zum Geschmack kommen, wie es der Salzburger Snoozer auch schon gesagt hat. Also es ist sehr an General angelehnt. Also man hat mit dem Unterschied, was ich jetzt finde, der füllt mehr, wenn man das so sagen kann, er füllt mehr noch mehr den Mund aus. Also man hat hier so das Gefühl, man hat hier einen richtig guten, traditionellen Snooze, also aber mit einem schönen, tabakartigen Bergamot-Geschmack. So die Fichtennadeln oder Tannennadeln, wie auch immer, die kommen jetzt, finde ich, jetzt kaum raus. Kaum noch. Also beim Geruch auf jeden Fall. Also Uwe hat den heute auch schon länger als ich drin gehabt und er war überraschungsweise überzeugt von diesem Snooze, dass es wirklich ein generalähnliches Produkt ist, was sehr krass ist, weil Swedish Match und Fiedler haben sich doch immer unterschieden und dass es so gleich mit dem Granit ist, wow. Also Respekt hier an Fiedler und Lundgren. Ja, auf jeden Fall. Also von daher hat man hier einen richtigen traditionellen Bergamot-Geschmack, sagen wir mal einfach mal so, wobei der Bergamot jetzt gar nicht so rauskommt, finde ich jetzt nicht so stark. Mittelmäßig, fein. Mittelmäßig, ja. Aber er ist definitiv ein solider, guter Snooze. Von mir persönlich bekommt er 8 Punkte, dieser Snooze, weil eben Tabakflavor, ich meine, klar, man hat schon alles mal gehabt, so mehr oder weniger, aber das ist halt doch wieder was kein Mint hat, was kein irgendwie großes Primborium hat, sondern es ist einfach Tabak und das muss gefeiert werden für einen Puristen wie mich. Tabakpurist, definitiv. Ja, was hier auch noch gesagt werden muss,
dass der so nah rankommt an sein Favorite General, das ist für mich schon ein Wunder. Das Swedish Match und Lundgren hatten sich doch hier immer Weltenunterschiede aufgebaut, was Geschmack betrifft, und ich schließe mich da immer an. 8 von 10 ist völlig gerechtfertigt für den Slim White Granit. Mich würde es persönlich noch interessieren, wie denn dieser Granit in einer normalen Original Portion wäre. Dann würde es mich interessieren, ob er dann fast gleich sogar an den General rankommt oder ziemlich ähnlich. Das wäre noch interessant. Da hast du recht. Und mit diesen Worten, liebe Freunde, verabschieden wir uns auch. Wir sehen uns das nächste Mal wieder, leider ohne den Salzburger Snoozer, aber mit meiner Wenigkeit ist ja auch was. Seinen Kanal könnt ihr im Übrigen abonnieren, wenn ihr hier irgendwie auf ihn draufklickt. Das machen wir dann irgendwie, verlinkt mir hin. Kommt ihr zum Salzburger Snoozer, seinem Kanal. Da werde ich vielleicht schon auch zu sehen sein. Ja, auf jeden Fall, wir sehen uns wieder. Bis zum nächsten Mal und keep on snoozing, Freunde. Bis dann.